Modern Guitar School ist online. Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil der besten Intro-Solos der Welt. Heute geht es um weitere knackige Solos, die man am ersten Ton oder ab dem zweiten Ton schon erkennt. Ich habe 5 davon im Gepäck, habe die Sounds nachprogrammiert, habe das Ganze nochmal neu eingespielt, Backing-Tracks gemacht, Tabulaturen erstellt, die ich euch einblende, damit ihr genau nachvollziehen könnt, was da gespielt wird. Alles klar, fangen wir an mit Lick Nummer 5. So, das war Chris Rea mit dem Song On the Beach. Der Song wurde 1986 veröffentlicht und das war sein bereits 8. Studioalbum und er erreichte in Deutschland damit Platz 2 der Charts. So, weiter geht es mit Platz Nummer 4 und meiner verräterischen Gitarre. For the Love of God, Steve Vai, 1990 veröffentlicht. Unfassbare Nummer. Steve sagte mal in einem Interview, er hätte 3 Monate gefastet, hätte keine Tongitarre gespielt, wäre dann ins Studio gegangen und hätte den Song am Stück eingespielt. Improvisiert natürlich, ist klar, wird immer viel erzählt in so Interviews. Eine Sache muss ich noch anhängen, weil sie leider im Netz hier nie erwähnt wird, wenn es um diese Nummer geht oder um Steve Vai im Allgemeinen. Steve Vai benutzt sehr häufig ein spezielles Vibrato, das sogenannte Cycle Vibrato. Das zeige ich euch noch mal kurz, damit ihr auch diesen Sound seines Vibratos exakt hinbekommt in der Nummer. Ihr zeichnet im Prinzip einen Kreis mit eurem Vibratofinger. Und dieses Vibrato klingt ganz anders als das normale herkömmliche Rock-Vibrato. Mal im Vergleich. Das Cycle-Vibrato. Müsst ihr mal im Video darauf achten, wie ich bei den langen Tönen mit dem Finger kreise, um diese Art von Vibrato zu erzeugen. Bei der Wahl der 100 besten Gitarrensolos der Welt hat das Magazin Guitar World die Nummer For the Love of God auf Platz 29 gewählt. 2007 wurde das Ganze nochmal mit dem Metropol-Orchester und Steve Vai an der Gitarre in den Niederlanden aufgeführt. Dafür bekam er sogar einen Grammy. Die Jüngeren unter euch kennen den Song wahrscheinlich aus dem Videospiel Guitar Hero. Da war es mal die Titelmusik. Alles klar, und weiter geht's mit Platz Nummer 3.
Das war Santana mit der Nummer Europa, veröffentlicht 1976. Und die Harmoniefolge ist eine typische Quintfallkadenz. Die findet ihr auch bei Autumn Leaves oder bei Still Got the Blues. Hat Santana nicht neu erfunden, ist eine ziemlich bekannte Akkordfolge und werde ich auch demnächst mal vorstellen in einem der nächsten Workshops. So, jetzt kommt Platz Nummer 2. Diese Gitarre hier wird von einem seiner Schüler gespielt. Steve Vai wurde von ihm unterrichtet und ihr wisst jetzt sicher schon, auf wen ich hinaus will. Das war Cryin, 1992 veröffentlicht auf dem Album The Extremist. Dieses Album erreichte Platz 24 der Billboard Rock Charts in den USA. Und wie ich schon sagte, Joe Satriani war der Gitarrenlehrer von Steve Vai, hat Kirk Hammett unterrichtet, der dann zu Metallica ging, hat Tom Morello unterrichtet von Rage Against the Machine und noch ganz viele andere. Gut, dann würde ich sagen, es kommt jetzt die Nummer 1, die Mutter aller Gitarrenintros. Chuck Berry mit Johnny B. Goode, absoluter Wahnsinn. Wenn euch dieser Style gefällt, schaut auch mal in meinen Workshop rein, die 10 besten Rocklicks, da habe ich einiges von ihm verbraten. Die Nummer wurde 1958 veröffentlicht und spielte auch Jahre später im Film Zurück in die Zukunft eine große Rolle. Der absolute Hammer ist aber, das habe ich bei der Recherche zu den Songs rausgefunden, dass eine Kopie des Songs auf einem Datenträger bei den Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 beigelegt worden ist, um damit beim Kontakt zu einer außerirdischen Spezies, die vielleicht mal diese Raumsonden finden, die immer weiter in den Weltraum fliegen, die Außerirdischen über die Existenz von menschlichem Leben informieren. Und das mit der Nummer von Chuck Berry. Besser geht's nicht. So, ihr Lieben, das war der zweite Teil des Rock-Intro-Gitarren-Workshops. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es Spaß gemacht und ihr könnt davon profitieren. Vielleicht lernt ihr das ein oder andere Lick davon. Falls es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da oder ein Abo. Würde mich total freuen und mich weiterhin motivieren, die Videos zu machen. Alles klar? Dann danke ich euch vielmals und wir sehen uns nächste Woche.